Die Boot in Düsseldorf. Wir haben heute den 25. Januar 2023 und ein ganz großes Schiff steht direkt vor uns, die S72 von Princess. Es ist eine Weltpremiere und Sandra ist dabei und hier hat man auch nochmal den Größenunterschied. Hier ist die Sandra, komm mal zu mir, dass wir das Ganze mal sehen und da ist deine neue S72. Ja. Gefällt sie dir? Auf jeden Fall. Könnte man sich mal gönnen. Sie hat ein unglaublich sportliches Design. Das ist ein sehr, sehr, sehr sportliches Schiff. Wenn du mal guckst, die ganzen Überhänge, du kannst dir hier in Glasfaser, verstärktem Kunststoff unglaublich viel designen. Und das siehst du hier. Also hier oben, schau mal, diese Formen, alles ganz rund, organisch. Gar nicht so, wie, ich sag mal, man das im normalen Bau kennt. Mhm. Sehr sportlich und ich sehe schon, das Schild, da ist auch wieder statt Flybridge die Sportbridge. Also ein bisschen kleiner das Ganze. Wir haben ja auch nur eine Länge von 23 Metern. Aber trotzdem, 8 Gäste plus 2 Crewmitglieder, also 10 Personen, finden da ordentlich Platz drauf. So, und das ist Lower Deck S72, die Länge hier 23 Meter und 9. Der Beam, das ist die Breite und das werden wir gleich mal gucken, sind fast 6 Meter. Also wir werden etwas mehr Platz haben als auf dem Schiff, was wir eben gezeigt haben. Und ja, die S72 Princess. Wir gehen erstmal außen rum, komm mal bitte mit, dass wir das Schiff mal von etwas weiter weg betrachten können. Und die Proportionen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Pfeil, der durch die Luft fliegt. Also er ist extrem stromlinienförmig. Sehr sportlich sieht es aus. Also es bewegt sich sicher ganz schön flink durchs Wasser. Hier oben drauf siehst du also oben das Sportdeck, was oben drauf ist, das, ich sag mal, die Mischung aus Flydeck und Sportdeck, was du oben findest. Und du hast hier den Vorteil, ist so ein bisschen wie bei der Rheinschifffahrt. Du bist hier auf einer Ebene, wo du natürlich unten mal kurz ins Wohnzimmer gucken kannst, aber die liegt ja niemals quer, sondern die sind ja am Hafen dran. Ein Schiff ist neben dem anderen und hier kann man ja auch zumachen. Aber alles ist extrem verdunkelt. Wir gehen noch mal ein Stück zurück, Sandra, denn ich brauche noch ein bisschen mehr Overhead, dass ich die überhaupt mal drauf kriege. Da ist sie. Und wenn du dich jetzt mal bitte vorne vor das Schlafzimmer stellst, dann werde ich mal hier eine Situation finden. Bitte mal die Arme ausbreiten. Nee, breit. Mach sie mal breit und komm mal zu mir. Sehr schön. Also die Proportionen sind wirklich schon riesig. Du hast wirklich viel Platz. Von vorne sollen wir uns die von vorne mal anschauen, denn wir haben hier die Besonderheit, dass das Schiff komplett hier aufgebaut ist und du wirklich drumherum gehen kannst und nicht nach unten kommen musst, um das ganze Schiff mal zu sehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr sportliches Schiff. Da oben übrigens, Fun Fact, ist die Galerie und da können die Leute auch mal von oben drauf gucken. Genau. Tun auch viele. Was man sonst nur sieht, wenn man auf der Yacht steht, ne? Aber da nicht jeder auf die Yacht darf, muss man sich das von da oben angucken. Sagen wir hier, die X80 haben wir schon gezeigt, oder? Das war die erste, die wir gemacht haben. Die haben wir zuerst gedreht. Das war schon für dich, ich glaube, ein absoluter Paradigmenwechsel, als du die gezeigt hast. Also, ja. Und die X80, dann gab es ja noch ein größeres Schiff. Jede ist ein bisschen anders vom Grundriss her, aber bei allen hast du schon gesagt, naja, ich kann mich kaum entscheiden. Wie würdest du vorgehen? Also wenn du zum Beispiel da leben würdest oder ist das nicht so dein aktuelles Problem, was du hast, die Auswahl der Yacht? Ja, darüber habe ich mir bisher wenig Gedanken gemacht. Wie gesagt, wenn mir per Zufall eine geschenkt wird, dann würde ich alle nehmen. So, wir schauen mal, machen wir eine kleine Roomtour auf dieser Yacht. Wir werden euch alles zeigen. Also vom Motorraum über die Cabin Crew, dann das Mitteldeck, wie heißt es nochmal? Du bist das Main Deck. Und das Lower Deck, die Sportbridge. Und wir werden ein bisschen was erfahren, was im Moment hier wirklich aktuell ist. Das ist immer der Zugang zur Crew. Da vorne ist das Compartment für natürlich die Crew. Wir gehen mal runter, bitte. Und da haben wir ja schon einiges gelernt. Das ist mal mehr oder minder interessant und geräumig. Aber hier würdest du sagen, das hat doch richtig viel Standard. Es ist klein, aber fein und es hat was ganz Heimeliges, oder? Genau, also das ist eher so ein bisschen Ferienlager-Stimmung. Aber wenn du schläfst, jetzt mal ehrlich und müde bist, so geht es mir auch, dann kannst du auch wirklich drin liegen. Und das funktioniert ja auch, wie man sieht. Also das ist hier drin. Es ist ja die Cabin Crew. Und du hast ja ein relativ kleines Boot und die müssen ja auch drin schlafen.
Hier hast du einen Aufstieg mit drin. Guck mal hier, wie das hier gelöst ist. Das ist auch richtig schön. Hast ein kleines Bettchen mit drin. Alles hier beledert. Hier hast du ein bisschen Licht, das Tageslicht reinkommt. Eine Klimaanlage ist mit drin. Du hast eine Dusche richtig hier mit eingebaut. Also auf dem kleinsten Raum hast du Platz. Genau, hier ist wieder Dusche und WC in einem Räumchen. Und die leben ja quasi auf dem Boot mit, arbeiten auf dem Boot. Also die sind ja meistens auch tagsüber da, wenn sie gebraucht werden. Ansonsten sind sie oft am Hafen, auch mal draußen. Also ich denke, das ist schon okay. Wir gehen mal hoch und hier ist die Klappe. Und gehen jetzt mal oben auf das Upper Deck, dass wir das Ganze mal sehen. Denn das ist gerade frei geworden. Und sind mal hier oben auf dem Flydeck drauf und bewegen uns mal schnell nach oben, dass wir das Ganze sehen können. Und siehe da, wir haben das komplette Sportdeck / Flydeck für uns alleine. Und da muss man wirklich sagen, es ist eine Weltpremiere hier auf der Messe. Wow. Guck mal hier, wie offen das gestaltet ist. Ja, viele Sitzmöglichkeiten hat man hier. Hier sogar noch eine Liegefläche. Ich zeige euch das mal ganz kurz, dass wir das mal sehen. Also das ist jetzt komplett offen. Du hast also hier einen Blick von vorne nach hinten, der durchgehend ist hier in der Gruppe drin. Und hier siehst du also, die Liegemöglichkeiten auf diesem Sportdeck sind geradezu unendlich, die hier mit drauf sind. Und wenn du hier siehst, hier können noch ganz viele Personen einfach mal sitzen, können hier verweilen. Als du dich da eben schön geeilt hast, das sah schon sehr, sehr gut aus auf der Messe. Fehlt nur noch die Sonne, ne? Fehlt nur noch die Sonne. Also draußen ist kühl, so viel kann ich schon mal sagen. Aber der Ausblick, den du hier genießt, jetzt im Moment ist ja, das Reling ist ja jetzt runtergeklappt, was du hier drauf hast. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr großzügig. Also wenn du hier drüber guckst, es ist ja eine Mischung. Es ist ja jetzt kein richtiges Flydeck. Du siehst da vorne noch ein bisschen von dem Boot. Aber es ist schon das Feeling, du hast beides quasi. Beides Flydeck und Sportdeck in einem. Ja, das Ganze ist hier nochmal dupliziert. Die Steuerstände von Raymarine. Hier siehst du natürlich Tiefenmesser. Du hast ein Radar mit eingebaut. Alles das, was man braucht. Das werden wir euch unten aber nochmal beschreiben. Und Heck- und Bugstrahlruder jeweils mit dabei. Funkgeräte, Power. Und das Ganze hier angetrieben ja, von wirklich ganz großen Motoren. Wir werden gleich nochmal reinschauen in den Maschinenraum, was hier verbaut ist und uns das mal anschauen. Ich würde so auf Anhieb vermuten, ich müsste mal ganz kurz drauf schauen. Die Maschine ist von Caterpillar. Caterpillar. Echt? Wie cool. Du bist absoluter Spezialist. Das ist eine Weltneuheit. Sie gefällt dir gut, oder? Kann man mal drüber nachdenken. Sehr schön, vielen Dank erstmal. Da ist sie mit drin. Komm, wir gehen mal schnell runter. Also hier das Flydeck, hier nochmal Blick hier drüben mit integriertem Grill. Schau mal hier, Genau, der Grill. ganz schick. Das haben wir schon gelernt, wenn so eine Klappe dabei ist, ist hier auch nochmal so eine Edelstahl-Hochglanzoptik mit dabei, dass man das... Nee, da ist wahrscheinlich nichts drunter. Und da Kühlschränke könnten drin sein, respektiv Stauraum, was du jeweils hast. Hier ein Mülleimer. Ja, es wird überall ja mal ein bisschen Müll produziert, Abfall. Da oben ist das Radar mit drauf und Licht. Siehst du, ein ganz großes Beamerchen, was du oben drauf hast. Das Horn. Das Horn, und das ist übrigens die Sattanlage, siehst du? Mhm. Das ist Fernsehen. Okay, das Vision Plus da. Das geht während der Fahrt, kostet Vermögen und funktioniert unglaublich. Also es ist, wenn du mal eine kleine Sattanlage fürs Haus brauchst, ja, ein bisschen zu viel Geld hast, also statt 100 € geht es, glaube ich, auch für 5.000 oder 6.000. Okay. Das funktioniert, aber dann auch während der Fahrt, also dass du wirklich dann das auch benutzen kannst. Hier der Tisch, da haben wir schon drüber berichtet, echtes Teakholz. Und da vorne ist noch eine Tiefkühltruhe, hat sie gerade mal geöffnet. Die ist da. Wenn du mal gerade so lieb bist und die mal gerade öffnest für mich, Sandra. Das ist ein Kühlschrank, oder? Ach, guck mal, die Integration ist doch traumhaft, oder? Mhm, echt schick. So, und dann die Einzelsitze hier vorne. Ich zeige euch mal gerade, wenn du da nochmal Platz nimmst, bitte. Hallo? Boah, wenn du hier sehen könntest auf dem Bild, wie cool das aussieht, lehn dich mal ganz zurück und ahl mal so ein bisschen mit der einen Hand auf das Lenkrad, mit der rechten, und mit der linken Hand bitte mal an den Stuhl fassen. Genau, so könnte das doch ein sehr, sehr schönes Startbild sein. Warte mal gerade, dass wir das so mal gerade schießen. Sandra und die Yacht.
Klingt wie ein Märchenbuch von den Grimms. Was? Das war ein Scherz. So, hier vorne hast du einen großen Kompass mit drin. Ja, wir gehen gleich mal aufs Vorschiff, aufs Vordeck und schauen uns das mal an. Hier geht es dann nochmal runter. Die Funkantennen sieht man natürlich besonders schön hier. Und jetzt bin ich mal sehr vorsichtig hier, wenn ich hier runtergehe, weil ich ja beide Hände voll habe und ich auch kein gesteigertes Interesse habe. Wahrscheinlich geht man rückwärts besser runter, aber das kann ich ja jetzt nicht. Aber wenn man vorsichtig ist, dann funktioniert. Ich bin auch, Sandra, ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass dieses schlüpfrige Material, was wir das letzte Mal hatten, hier nicht auf diesen Treppen vorhanden ist. Okay, hier kann man sitzen. Also da hast du hier vorne nochmal ein Sonnendeck, da kannst du drauf und kannst dich richtig lang machen. Das ist auch ganz schick. Und ja, dann die gleiche Sitzgruppe, die wir oben gesehen haben, dann nochmal hier. Ich zeige das mal gerade mit Sandra zusammen. Passend für irgendwie 6, 7 Personen, die hier Platz haben hier in dem Fall. Hier gibt es auch noch einen Liegebereich, aber wie kommt man da hin? Muss man da so drüber steigen? Ja, du steigst einfach drüber. Kannst also, machen wir jetzt mal nicht, eingefangen habe ich es schon, Sandra, denn dieses Schiff ist so begehrt, weil es eine Weltneuheit ist, ja, dass ich hier schon vor Ehrfurcht erstaunt bin. Aber es sieht nicht aus wie ein Prototyp, es ist wirklich schon fertig. Und hier vorne die Küche, guck mal mit der indirekten Beleuchtung, die hier vorne auf der Ecke drauf ist. Das sieht doch mal, das sieht aus wie in einer Nobel-Disco so ein bisschen, oder? Aber echt, und ich habe hier gesehen, guck mal, hier kann man so die Scheibe runterklappen. Ich glaube, sie ist irgendwie fixiert, oder? Oder bin ich nur zu schwach? Oh je. Ja, genau, da ist eine Gasdruckfeder mit dabei, kannst die Scheibe runterklappen und damit kannst du das verschließen. Nicht, dass ich wirklich noch was kaputt mache. Nee, da passiert nichts, kannst du gerne runter machen. Vorsichtig jetzt an der Seite greifen, links, ist schwer. So, und dann geht die Scheibe runter, vorsichtig. Ja, und jetzt ist zu. So, und damit ist es geschlossen und wenn du hier die Tür zumachst, hat Sandra, genau, mach's kaputt, Sandra. Zur Seite zu und jetzt hast du praktisch verschlossen. Mach nochmal auf und die Scheibe kurz nochmal hoch. Sei so nett. Wenn sie dann noch hoch geht. Aha, kleiner Knopf gedrückt. Aber du kannst auch zulassen. Also ich denke, die haben also hier so ein Setup-Team und die gucken ja immer, dass so Personen wie Sandras dann nichts kaputt machen. Ja, eine kleine, dezente Küche. Was mir natürlich extrem gut gefällt, sind hier diese, ich sag mal, Installationen und das Design überhaupt von diesem Schiff hier. Wenn du mal hier reinschaust, guck dir das mal an. Du hast sehr dunkles Holz in Verbindung mit hellem Leder. Und das ist mit dem Boden einfach ein richtiges Kunstwerk hier. Also die Küche selbst, die Integration. Ich zeig mal, wie das aussieht. Oben hast du graue, grifflose Fronten hier oben an der Seite. Dann darunter dieses dunkle Holz, was so edel vom Kontrast her wirkt, dass ich kann es gar nicht fassen. Ja, also schon sehr, sehr schön gelöst hier. Guck mal hier, der Kühlschrank dahinter. Auch der hat natürlich einen großen Griff. Das hat einen Grund. Der wird hier unten verriegelt fest von Beko. Witzig. Das siehst du, liebe Firma Beko, ihr seid in einer Luxusjacht gelandet. Ja, ganz unten bitte mal, da ist ein Gefrierfach mit drin. Aber funktioniert ja auch gut, muss man sagen. Ich habe selbst tatsächlich bei uns in der Küche im Sender haben wir eine Beko. Vitrifrigo, eine Eismaker. Die darf natürlich nicht fehlen. Da finde ich auch wichtig, hier ein Eismaker auf einer Yacht, der ist ganz wichtig. Was ist hier drin? So, und das könnte ein Fun-Fact sein. Warte mal, wenn du mal draufklickst, das müsste ein Push-Lock sein. Genau, hier ist der Mülleimer. Ist ja auch ganz wichtig. Und drunter noch ein Mülleimer. Das heißt, wir haben ein Mülltrennsystem mit 2 Mülleimer mit drin. Hier eine Kombi-Mikrowelle mit eingebaut, Miele-Induktion und hier ist die Spülmaschine. Mit ziemlicher Sicherheit eine kleine Spülmaschine von Miele mit drin. Und dann... Ja, Korean-like, könnte auch Korean sein. Hier vorne natürlich die ganzen Oberflächen mit drin, mit 2 großen Spülbecken. Wow, ich bin verliebt, schockverliebt in dieses Design. Guck mal hier oben, die indirekte Beleuchtung, wie sich die hier zieht über diesem ganzen Schiff hin und her.
Ja, die ganzen Linien, die sind hier, sind in dem ganzen Schiff verarbeitet. Und jetzt guck mal zur Seite, da haben wir auch wieder riesige Fenster. Also das hier ist ein komplett offener Raum eigentlich, ne? Und du kannst an der Seite ja auch vorbeilaufen. Ich meine, das kostet ja auch wieder Raum, wenn du an der Seite vorbeiläufst. Aber du hast dann die Möglichkeit natürlich, die ganzen Bojen, alles festzumachen und so weiter. Das muss ja bleiben. Aber ganz ehrlich, das ist mein Schiff. Das ist die Weltneuheit hier auf dem Stand von Princess. Und zu Recht hat sie es geblockt und mal ein bisschen hier für die Allgemeinheit freigehalten, dass wir es zeigen können. Dann diese fließenden Formen hier, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bitte setz dich da mal rein in die Ecke, dass wir mal zeigen können, wie schön diese Sitzgruppe ist und wie sie sich öffnet mit der indirekten Beleuchtung auf dem Boden, die sich auf dem weißen Teppich hier reflektiert. Hier siehst du das sehr, sehr schön. Dann dieser große Tisch in der Mitte, der auf diese beholzten, guck mal hier, Sportsessel blickt mit dem Führerstand hier, dem Steuerstand, ich bin total sprachlos, merkst du es? Ich bin echt begeistert. Guck dir hier Alcantara hier oben dran, also Mikrofaseroptik hier oben dran. Mega schön. Also diese, wie du schon sagst, diese fließenden Linien sind echt Guck dir mal diesen Schrank an, komplett fließend, alles ist hier Handarbeit, beledert obendrauf. Dann hast du hier die Pushlocks, wenn du die öffnest, die gehen weit auf, die Integration des Kühlschrankes, Perfektion. Absolut. So, ich gehe mal gerade einen Schritt weiter weg. Man müsste sich fast als Kunstwerk oben drauflegen, leicht räkelnd. Und wir haben noch nicht alles gesehen, weil hier natürlich der Schlafbereich unten drunter ist und da kriege ich jetzt schon Angst. Das wird wahrscheinlich genauso schön sein wie hier oben. Ach ja, Mensch. Ich glaube, du bist bald Yachtbesitzer, oder? Du, ich meine, es trennen mich ja nur ein paar Euro, muss ich sagen. Ich bin noch in der falschen Halle, aber ich bin froh, dass ich hier bin, weil man muss ja immer sehen, was ist das technisch Machbare. Weil alles, was wir gesehen haben, war schön, aber hier Princess und auch die Kollegen von Sunseeker bauen wunderschöne Yachten, aber sie unterscheiden sich doch wesentlich, finde ich. Auch dieses offene Raumgefühl, was du hier drin hast, das ist eher so ein Sportwagen, oder? Ja. So ein Lamborghini. Ein richtig edler Sportwagen. Es riecht hier voll nach Leder. Du musst mal hier, wenn man dran schnüffelt. Mhm. Ja. Also echtes Leder hier drauf. Guckt euch auch mal hier die Verarbeitung an mit den Rautenmustern hier, die Intarsien, die hier eingestickt sind. Auch wie das allein schon verarbeitet ist. Du musst hier drauf Platz nehmen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Du hast hier großes Steuerrad mit dabei. Natürlich von Böning diesmal. Die ganzen Navigationssysteme Raymarine. Das ist ja so eine Art Steuerungssystem für das ganze Boot, was hier mit eingebaut ist. Und hier hast du von Raymarine dann nochmal die Navigationssysteme. Ein Fishfinder, ja. Das geht's auch. Also hier siehst du auch Radar, Fishfinder, Dashboard. Du kannst eine Drohne fliegen lassen und dann irgendwie integrieren, was auch immer, was du hier machen kannst. Das rote Licht, das haben wir schon mal gezeigt, erscheint hier weiß, ist aber tiefrot. Und das beleuchtet hier diese ganzen Armaturen, damit du eben auch nicht geblendet wirst. Ja, auch hier zeigen wir dich nochmal komplett, dass einmal wir platznehmend auf der gegenüberliegenden Seite Sandra. Sag mal, es ist alles, jedes Bild, was ich hier zeige, ist eigentlich ein Kunstwerk. Es hätte 3D in irgendeinem Plotter entstehen können. Es ist mit dem Blick hier vorne gegenüber des Steuerstandes, den du hier siehst. Dann oben hast du ein kleines Cabrio-Verdeck. Ich frage mich, wie man das zumacht. Ich müsste ja dann so ein wie man das zumacht? Oder? Nee, ich glaube, es könnte sein, dass das fest ist und dass es einfach wie beim Auto drüber geschoben wird. So, dass ich das Ja. Also das ist ein riesen Cabrio-Verdeck wie beim VW Golf, bloß größer. Die Kurbel ist wahrscheinlich da drunter. per Hand. Per Hand. Aber wie sich der Raum öffnet, das ist... Geh mal ganz bitte hinten in die Küche rein, dass ihr mal sehen könnt, wie groß dieser Raum ist und wie klein auf einmal die Sandra wird. Hinten drin. Ich kann dich kaum mehr sehen. Hallo Sandra. Wow, ich bin richtig verliebt. Und dann gehe ich mal ganz langsam hier nach links rüber, zeige das mal und zeige euch jetzt mal, wo ich gerade saß. Indem ich nämlich jetzt mal hier auf den Steuerstand gehe. Wir wechseln mal die Position. Du gehst mal bitte nach links
und setz dich da vorne rein. Dann stehen wir hier gegenüber und das ist Sandra gegenüber mit dem besten Ausblick dieser Welt, nämlich hier vorne raus auf die See. Ich blicke auf den Kompass, beleuchtet. Dann hast du hier vorne noch ein kleines Notebook-Brettchen, da kannst du essen hier dran und das lässt sich natürlich rausklappen und du hast überall da noch Halter mit dabei und du hast elektrische Fensterheber, hast du schon gesehen? Nee. Hier drunter, da ist ein kleiner Taster, wenn du den mal gerade nach unten bewegst, mal gucken, ob der gesperrt ist. Und mal hoch. Da, guck mal links. Da geht das Fenster runter, damit du ein bisschen Fahrtwind genießen kannst, ja, lässt sich dieses Fenster elektrisch dann nochmal versenken. Ist schön, oder? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Nicht, dass hier irgendwie was... Aber, ja. Du, ich glaube, wenn das so schnell ging, dann würden die das jetzt hier nicht öffnen, die da ist. So, komm, wir gehen mal runter. Das ist schon schick. Was mir besonders gut gefällt, ist natürlich die Ausführung dieser Bedienelemente hier. Das Ganze ist, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, per Laser oder wie auch immer ist es beschriftet. Schau mal hier durch. Ja. Und es sieht so schön aus, als wäre es ein riesen Bildschirm. Dann hast du hier dann die Bedienelemente, alles natürlich über ein Bussystem gesteuert. Und qualitativ, also sind hier keine Wünsche offen. Sandra, du musst vorgehen. Damit ich dich auffangen kann, wenn du fällst? Ja, nein, nicht, damit du mich auffangen kannst. Du musst mal geradeaus. Geh mal geradeaus. Rückwärts, rückwärts. Mach die Augen zu. Zu. So, und jetzt umdrehen. Wow, das ist ja... Merkst du, du hörst nichts mehr. Ja. Komm mal rein, dann machen wir die Tür. Und die Tür ist noch offen. Nachher denken die... Obwohl, komm, mach mal zu. Krass, oder? Totale Stille, ja. Und oben ist das Cabrio-Verdeck ist ja noch offen. Kannst dir vorstellen, wenn alles geschlossen wird. Dann hast du hier dein Hotel-like-Zimmer, hast du hier mit drin. Du kannst es natürlich auch verriegeln. Ist hier vorne ist so ein kleiner Knopf. Das macht ihr jetzt bitte nicht. Die müssen auf jeden Fall noch reinkommen, sonst gibt es hier großen Ärger. Sehr steile Thesen. Ach, Käse. Ich meine, wir filmen ja alles. Ja, ist ja hier alles dokumentiert, aber... Das kommt dann auf einen anderen Kanal. Stark. Also das ist ein wunderschönes Holz hier dabei. Der große Fernseher auf der rechten Seite. Die Vokal-Soundsysteme, wer sich auskennt, das ist wirklich von Sportwagen teilweise auch verwendet. Oh, Sandra. Sandra, lass es zu. Okay. Oder mach's auf. Komm, jetzt weil A sagt, muss auch B machen. Wenn die jetzt... Ich kann's nicht. Ist okay, ne, dann lass es zu. Wenn es nicht will, das haben wir doch gelernt am Karawan-Salon, wenn etwas sich wehrt, nicht dran reißen. So, Spiegel hast du mit dabei? Guck mal, ist da was dahinter? Kann man da was öffnen? Ja, also ein Schränkchen mit dabei, mit Auszugsschublade. Das Ganze natürlich auch in Echtholz gefertigt. Ordentliche Beschläge natürlich. Ist klar, das ist hier wie zu Hause. Ich will hier auch diese Die laufenden Formen. Kurve echt schön. Was ist hier drin versteckt? Ein Tresorchen, oder? Nee. Ach, ein Soundsystem. Guck mal hier, mach mal an. so. Dann bootet das. Hier hast du so ein USB-Soundsystem, über das dann auch der Fernseher läuft. Und da hast du eben auch schon kurz gesehen, da ist ein kleines Menü mit dabei. Ready to Pair kommt hier drauf. Und da kannst du Radio hören. Also im Prinzip ein Radiowecker. Schön. Guck mal, Leder hier. Siehst du hier die Nähte? Genau. Dass du es hier nochmal siehst. Und dann natürlich last but not least hier das große Bad auf der Seite mit Dusche hier mit drin, eine Regendusche mit eingebaut. Geh mal bitte rein, du bist 1,75 Meter groß und ja, hast richtig viel Platz. Und ich glaube, es ist nicht das größte Schlafzimmer. Ihr könnt gleich mal reingehen, wenn ihr möchtet. Dann gehen wir gleich raus, dann habt ihr das ganze Zimmer selbstverständlich. Ist euer Boot, nicht unser Boot. Und wir gehen mal kurz in die anderen Kabinen hier auf der Seite rein. Und da hast du nochmal eine Doppelkabine hier auf der Seite mit eigenem Bad. Ah, genau. Das Auf der Seite. Zwei Zugänge. Einmal von hier und einmal von da. So, hast 2 Zugänge. Das heißt also, hier vorne könnten die Leute theoretisch duschen. 2 Leute können immer duschen hier auf dem Bereich. Ob die jetzt auch von daher kommen oder von der anderen Seite, das ist dann den Leuten überlassen. Großer Spiegel mit drin. Und dann dieses Doppelbett hier. 2 Einzelbetten hier. Es geht noch mal ein Stückchen tiefer, damit du noch mehr Kopffreiheit hast. Und das können wir uns ja mal gerade anschauen. Wenn du runtergehst, dann hast du viel Platz. Hast den Ausblick dann auf die Marina. Die sicher auch nochmal bis zum Ende genutzt sind. Ja, die gehen fast bis zum anderen Bett. Hier auch nochmal.
Also perfekt genutzt. Guck mal hier, der Ausblick, den du hier auch hast. Auch hier kannst du verdunkeln. Überall sind hier oben Jalousien integriert, die leicht gezogen werden. Überall nochmal Schränke. Und ein ganz großer Kleiderschrank auf der Seite hier. Nettes Detail, zeige ich euch gleich mal, ist der Feuerlöscher, der übrigens in allen Schränken dann nochmal gekennzeichnet ist. Das zeige ich euch mal gerade. Mach mal zu. Dann sieht man sehr schön, hier vorne ist ein kleines Feuerlöscherzeichen drauf. Da weiß man, hier ist ein Feuerlöscher drin. Und das Ganze hat so eine Spiegeloptik hier mit drin. Es ist so, ja, so wirklich schön. So ein Kunststoff, ne? Also es fühlt sich jetzt nicht ledrig an, auch nicht stoffig, eher so... Es lässt sich reinigen, willst du sagen? Ja, Kunststoff, ja. Aus klassischer Sitz. Wasserfest, ne? Ja, wo könnte denn die Waschmaschine sein, Sandra? Ach, gute Frage. Mensch, wo könnte sie nur sein? Und Eventuell hier? Oder ist das... Ja, liebe Überraschung. Frauen und Männer, ja, wenn ihr sowas seht, eine solche Verkleidung für eine Waschmaschine, dann werden jetzt alle saarländischen Handwerker aufgefordert werden, sofort Türen zu bauen, um im Keller oder wo es auch immer ist, diese Waschmaschinen zu verkleiden. Mit stylischen, schönen Türen, die natürlich oben und unten offen sind, damit die Wärme entweichen kann. Ja, nochmal schließen bitte. Das ist echt perfekt, weil bei mir steht ja leider die Waschmaschine in der Küche, weil ich dort meine Anschlüsse habe. Und die Waschmaschine ist natürlich nicht unbedingt das ansehnlichste Gerät, das man zu Hause hat. Und da hätte ich schon gern so eine Verkleidung für. Ja, du brauchst nur von Princess die Schreiner her praktisch einfliegen lassen per Hubschrauber. Genau. Da machen die dir deine Abdeckung rein. Bitte mal öffnen. Das auch hier sehen. Und ich befürchte, hier haben wir jetzt keinen eigenen Waschraum. Das ist auch der Grund, warum es mehrere Türen gibt. Also es gibt hier unten 2 Waschräume. Die Leute können sich also da schon fertig machen für insgesamt 6 Personen. Ich denke, das ist aber okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Das weiß man ja vorher, wenn man es kauft. Also, dass man 2 Waschräume hat. Jetzt kommt es aber noch besser. Sandra, komm mal mit. Es geht hier nochmal runter. Und da frage ich mich jetzt allerdings, das hatten wir noch nie, dass es 2 Abgänge gibt auf so einem Schiff. Okay. Ja, irgendwo muss man ja noch in den Maschinenraum kommen, oder? Aber... Ich glaube, der Maschinenraum, das war was ganz anderes. Wir haben eine Wendeltreppe hier drin, so viel kann ich euch sagen. Überall sind nochmal Stauräume hier mit dran. Die sogenannte Master Cabin, Nee, die kommt nochmal mit hinzu. Das heißt, wir haben 6 Schlafplätze plus dieser Riesenspiegel, wie ihr seht, der direkt hier im Eingang ist. Und dann hast du... Das war das Ding, was wir gesehen haben hier von der Seite hier. Siehst Genau, du? Das ist das Fenster, wo die Leute reingeschaut haben. Und da hast du es ja wieder. Nämlich endlich wieder dein großer Schminkspiegel, Ja. wo du gesagt hast, Sven, wenn ich mir diese Yacht kaufe, muss das unbedingt dabei sein, mein großer Schminktisch. Ich glaube, gehört schon zur Grundausstattung, oder? So, dann hast du hier noch jede Menge, zeig mal bitte, jede Menge Platz. Linke Seite, da müsste ein Apotheker drin sein. Die Verarbeitung ist einfach mega, mega schön. So edel. Allein die Materialkosten von der Yacht müssen ja schon immens sein, oder? Trotzdem, wir haben hier einen Serienfertiger. Das heißt, also wir sind ja jetzt nicht in der obersten Preisliga, dadurch, dass dieses Boot ja so oder so ähnlich vom Grundriss an viele Leute verkauft wird und nicht individuell gefertigt wird. Natürlich die, ich sag mal, Materialien kannst du wählen. Du siehst also hier Mikrofaseroberflächen, wenn du mal da bitte drüber fährst und das Ganze siehst. Also siehst du? Das wäre wieder was für deine Katzen, wenn du mal gerade das German Television Logo malst. Das wär, toll. Das ist kaputt gemacht. Boah, hast du gehört? Da war ein Horn. Da hat wieder jemand gehupt. Gehupt. Ich mach mal eins. Ich zeig mal ganz kurz nochmal hier diesen Raum hier. Komplett, dass wir den sehen. Da ist hier ein Queensbett in der Mitte. Ein großer, was wird das sein? Ein 70 Zoll Fernseher hier von Samsung. Und natürlich dann der begehbare Kleiderschrank, mehr oder weniger. Ich komme mal gerade hier rum und da öffnet sich ein riesen Kleiderschrank mit Tresor und ganz vielen Schubladen für die Unterwäsche und Socken und... Und was ist wohl da? Nee. Oh Sandra, wie soll ich denn jemals wieder im Wohnmobil schlafen können, wo ich das gesehen habe? Keine Ahnung. Brauchst wahrscheinlich so ein 25 Meter Wohnmobil. Ja,
Aber es ist ja gut, ein Wohnmobil hat ja in Deutschland enorm Vorteile. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste zu jedem Drehort auf dem Fluss anreisen und dann überlege, dass es ja auch Flüsse gibt, die kleiner sind wie die Saar. Also da hätte ich jetzt keine Chance. Aber das hier ist ja eine andere Anwendung. Du liegst in Kroatien, hast deine eigene Ferienwohnung mit dabei, immer dein Zuhause dabei. Ich glaube, es hat alles was. Also der Wohnwagen hat was, das Wohnmobil hat was, die Yacht hat was. Haben. Nee, schön. Aber wie gesagt, die Qual der Wahl hier auf der Messe, wenn ich dann schon mal die Kohle habe, dann muss ich mich auch noch entscheiden, mit wem gehe ich denn hier einen Deal ein und welches Schiff gefällt mir denn jetzt? Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so easy. Oder wie siehst du das? Jetzt haben wir schon so viel gesehen. Eins ist schöner wie das andere. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wie beim Wohnmobil. Entweder hast du so deinen Favorite von Grund auf oder du verliebst dich einfach total in eine Yacht hier. So, damit die Leute auch mal sehen, wie wir hier arbeiten. Hart arbeiten tun wir. Also es ist wirklich harte Arbeit. Also ich sag mal, wir machen das so und die Leute sagen, ja, das würde ich ja auch machen. Aber du musst ja dann dran denken, du musst ja jeden Schrank öffnen. Mach mal bitte auf. Es ist auch anstrengend, wenn man von früh bis spät, wir sind den ganzen Tag auf der Messe, meistens sogar noch vor Messebeginn und nach Messeschluss sind wir noch da und du bist die ganze Zeit auf den Beinen und es ist schon, und dann, es ist eine tolle Erfahrung, aber schon anstrengend. Und dann abonniert ihr nicht. Ja, das ist, also drückt auf die Abo-Taste, so viel kann ich euch schon mal sagen. Mitleid mit uns und abonniert. So, Hans Grohe, guck mal hier, da sind die Zahnbürsten mit drin in der Luxusjacht. Also ihr habt ja hier auf der Messe wirklich die Möglichkeit, mit uns zusammen auf Pirsch zu gehen. Mach mal bitte hier auf, den kleinen Schrank. Da sind wahrscheinlich hier Apotheker für die Bordapotheke, die du reinmachen kannst. Und das ist ja mal eine Parfüms, Dusche. Tagescremes. Nicht Parfüms. Das heißt Parfum. Weil wir ja demnächst nach Nizza und wo fahren wir noch hin? Nach Saint-Tropez? Nee. Saint-Tropez und Nizza, 2 große Bootsausstellungen. Da müssen wir rauf. Also, dass die Leute uns wirklich sehen. Und ja, die bodenebene Dusche mit Echtglas. Hier ist auch so ein Abfluss, ne? Oder? Ich glaube, das ist ein Serviceteil, dass du irgendwie an den Boden rankommst. Das Ganze ist ja so versteckt teilweise, dass du... Ja, auch ein Bootseigner muss ja mal hier auf Toilette. Deswegen... Komfort. Aber der Spiegel mit dieser riesen Spiegelzeile hier drin, das ist doch... Hätte ich jetzt nicht vermutet, ganz ehrlich. Ja, ich frage mich, warum es in Wohnmobilen so wenig Spiegel gibt. Weil das vergrößert den Raum ja immens, ne? Ich meine, das hier ist jetzt kein großer Raum, ne? Aber wenn der Spiegel da ist, kommst du dir vor, als wäre das ein riesenlanger Flur. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wiegen Spiegel einfach zu viel. Das könnte sein. Ja, großes Bett mit drin, ein Sofa. Bitte mal aufs Sofa. Schmeiß dich aufs Sofa, dass wir das mal sehen. Da bist du. Da kann man das auch wunderbar benutzen, um sich natürlich auch anzukleiden. Und da hast du das Queensbett mit drin. Wieder mal 28 Minuten, die sich gelohnt haben. Also ich finde dieses Schiff hier wunderschön und du merkst auch gar nicht, dass es so klein ist. Ja, klein ist relativ, ne? Es hat schon eine gewisse Größe, aber im Vergleich zu den anderen ist es natürlich klein. Ich finde es gemütlich, auch nochmal optisch ein Highlight. Ich bin sehr verliebt in die fließenden Linien und ja. So, wir kommen raus, we get out. Und wir gucken aber vorher noch mal ganz kurz hier rein. Mach mal auf, bitte. Hier? Ob da noch ein Schrank drin ist, den man nutzen kann. Ja, großer Schrank ist hier noch mal im Eingangsbereich mit 2 Ebenen. Und dann lassen wir die Leute doch mal rein. Und damit sind wir am Ende unserer großen Roomtour. Vielen Dank erstmal fürs Warten, für euch gezeigt. Auf der Boot 2023, heute ist der 25. Januar. Eins der schönsten Schiffe in dieser Klasse, eine Weltneuheit von Princess. Und sie ist umlagert, die Leute wollen wirklich drauf. Und draußen stehen Leute, die sagen, nein, das Boot ist voll. Ja? Und sind auch teilweise sehr energisch, weil ansonsten die Verkäufer wollen verkaufen. Aber ich denke, wir haben euch mit dem Video auch mal gezeigt, was alles technisch möglich ist. Und gehen jetzt von diesem Boot mal runter und zeigen euch noch mal einen letzten Blick hier auf das Ganze. Jetzt merkst du, wie laut hier ist und wie leise es drin war. Absolut. Da spielt eine Liveband. Ist schon ein ordentlicher Lautstärkepegel. So, müssen wir uns mal kurz anschauen. Ja. So, die haben übrigens auch gestern gespielt, ja.
Ja, es wird hier einiges geboten fürs Herz, oder? Auf jeden Fall. Gestern war die Liveband auch schon da. Schick. So ist es. Dann vielen Dank fürs Einschalten von der Boot am Stand von Princess. Ein kleiner Einblick. Und ja, wenn ihr noch nicht genug habt, wir machen jede Menge Produktionen und Videos hier vom Stand und sind auch für euch unterwegs wirklich bei den größten und besten Schiffherstellern dieser Welt. Alle hier auf dem Caravansalon. Ich danke dir, Sandra Capella, Mitarbeiterin von uns. Seit 6 Jahren bist du dabei. Und was sagen denn die Leute so? Es gab Leute, die schon erkannt haben eigentlich jetzt hier, zum Beispiel am Caravansalon oder auf der CMT? Genau, auf der CMT hat mich jemand erkannt und hat mich als E-Bike-Lady klassifiziert. Weil du hattest erst 2, 3 Videos bisher released, aber das ist witzig, oder? Da auch mal dann aufzutreten. Ist das was Komisches, wenn man sich selber auf YouTube sieht? Oh, ich habe es bisher gemieden, mir die Videos von mir anzugucken. Das ist ein Fehler, ja, weil ich bin ja nie im Bild und das ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut so. Ja, am Stand von Princess, hier sind wir. Da ist sie, die S72 und hier last but not least noch einmal die technischen Daten. Ja, 23,9 Meter und die Breite, das hat mich fasziniert, 5,52 Meter. Also ich finde einen Riesenwurf, oder? Auf jeden Fall. Guck dir mal die Geschwindigkeit, 36 Knoten, siehst du das? Mhm. So, das Ganze ungefähr mal 2, das heißt, du liegst dann bei ungefähr 70 km/h bei dem Boot. Also das ist definitiv ein Gleiter. Danke fürs Einschalten mit Sportbridge, allem drum und dran, die S-Class. Und jetzt müsste ich eigentlich nur mal kurz rauskriegen, was sie ungefähr kostet. What's approximately the price of this boat? Unfortunately, You don't know. Okay. I don't know. Das ist aber nicht so schlimm, denn sie hält ein bisschen das Boot frei, aber ich müsste das eigentlich mal ganz kurz rauskriegen. Wir werden es in Erfahrung bringen, dann werden wir es euch sagen. Okay? Tschüss. Tschüss. Abonniert German Television. Ciao.